WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Schottland, genauer gesagt Highland Park. 17 Jahre alt, The Light. Also gestern, wenn alles gut läuft, das ist tatsächlich gestern, habe ich The Dark probiert, auch eine 17 Jahre alte Whisky. Dort wurde dann zu 28.000 Fässern abgefüllt, die vorher 28.000 Flaschen von Fässern aus First Fill Sherry Butts dann dort abgefüllt. Heute haben wir The Light. The Light ist eher ein Sommerwhisky, eher ein Frühling-Whisky. Dort geht es darum, um eine Whisky-Base Nummer 100188. Auch 28.000 Flaschen davon. Allerdings die gesamte Reifungszeit verbrachte diese Whisky in ein Refill American Bourbon Eichenfass. Auch 49 Euro, 179 Euro. 49 Euro würde ich selbst eine Flasche davon kaufen. 179, 179. Das war der Light, auch der Dark, mit dem ich das gleich vergleichen werde, hat auch ungefähr 179 Euro gekostet. Wobei bei whisky.de ist der Light momentan 20 Euro günstiger als der Dark. Und beide waren um die 200 etwas. Ah. Okay, gut. Die Flasche sieht cool aus. Diese Snake, diese Schlange da drauf. Ich finde es gut, dass Highland Park für sich dieses Wikinger-Thema aufgegriffen hat. Wenn nicht diese Distillerie, wer denn sonst? Also ich finde das eine geniale Marketing, einfach mal Erfolg, nennen wir es wie es ist. So, Highland Park, 17 Jahre alt. Martin, seinen Nachnamen spreche ich nie aus, hat mir diese Flasche selbst persönlich abgefüllt auf der Hanse Spirit. Mit ihm habe ich auf Englisch tatsächlich auch ein Interview geführt. Also auch wenn er meinen WhiskyJason English YouTube-Channel geht, kann man mit ihm ein Interview sehen, wo er darüber spricht. Also er ist davon hellauf begeistert. Der 17 Jahre alt Dark fand ich sehr gut. Also trotz es ein Highland Park. Also ich gewöhne mich langsamer daran. Nun, was sagt The Light? Er sagte selbst, dass der Torfmoment hier stärker ist als beim Dark. Und deshalb bin ich hier ein bisschen vorsichtig. Wow, da ist ein Unterschied. Wow, der Sherry, der tiefe, reichhaltige, rosinenmäßige Sherry springt ein förmlich ins Glas, verglichen mit The Light. The Light ist viel, viel filigraner, viel, viel sensibler, viel, viel weicher, viel, viel feiner. Und ganz, ganz dezent ist da dieser Rauch. Also diese Holz- und diese Getreidemoment sind eindeutig hier, aber viel mehr nicht. Boah, also diese Vergleiche sind schon krass, denn mir fiel diese Sherry-Note verglichen mit den 18-jährigen Highland Park, wo auch Sherry dabei ist und ex-Bourbon, nicht ganz so ins Gewicht. Aber die beiden verglichen miteinander ist das hier ein förmliches, einfach mal rausreißen meiner Nasenhärchen und die in eine Rosinenflüssigkeit reintauchen. Wow! Super, gefällt mir sehr, sehr gut. Der Dark ist sogar noch besser jetzt als The Light. Keine Ahnung, wie es euch das so ging. Probieren wir mal. Jeweils 52,9%, jeweils 17 Jahre alt, jeweils 28.000 Flaschen weltweit, jeweils ähnlicher Preis, 179 Euro. Dieses hier, The Light Refill American Oak. Auch die Flasche ist hell und der Flasche vom Dark ist natürlich dunkel. Wow, wer so viel Englisch kann, der ist gut dabei. Da kommt dieser torfige Moment wesentlich mehr durch, weil nichts anderes dazwischen ist. Auch nicht schlecht. Eine Heidekraut, Ricola, Kräuter, Honig, Moment. Der Honig ist sehr deutlich hier. Und der Torf ist sehr, sehr rücksichtsvoll dabei. Wow, kann man sagen, rücksichtsvoll bei einem Whisky mit Torf? Ja. Gehen wir rüber zu The Dark.
Ich weiß schon, mir wird das besser schmecken. Mm. Mhm. Wow, dieser Sherry-Einfluss ist so schnell, so deutlich, so übermächtig fast im Vergleich dazu. Und dann ganz am Schluss diese dezente Heidekraut mit einem Torfmoment. Ein brennender Herbst-Heidekrautfeld, der schon erloschen ist und schon eine Woche lang schon erloschen wurde. Und dann geht man da durch. Das wäre Bard vom Scotch Test Dummies würdig, diese Beschreibung. Auch ein bisschen mehr Butterscotch, ein bisschen Karamell kommt mehr dadurch als hier bei The Light. Ganz kleines bisschen Wasser da rein und dann machen wir einen Vergleich und dann gebe ich mein abschließendes Urteil. In meinem Kopf steht es schon fest, wer schon gewonnen hat. Aber mit Wasser kann natürlich man ja niemals wissen, was sich da einfach mal tut oder verändert oder einfach mal sich da entwickelt. Mhm. Mhm. Sehr gut, aber es ist für mich zu leicht, zu hell, ich benutze dieses Wort wieder, filigran. Das ist eine sehr sensible Whisky, das ist eine sehr leichte Whisky. Das ist wirklich der Whisky, den man im Sommer, in den späten Frühling einfach mal trinken kann, genießen kann und erleben darf. Da fehlt was für mich. Da ist wirklich eine schöne, frische Malznote mit einem Hauch vom Heidekraut und ein bisschen Rauch am Ende. Hier bei The Dark allerdings habe ich eine voluminöse Sherry-Erfahrung, ein weiterer Komponent, der einfach dazukommt und sagt, hallo. Es ist so ähnlich. Vielleicht habe ich einfach noch Hunger. Stell mal vor, man macht tatsächlich ein Sandwich. Man tut einfach Schinken drauf. Schinken-Sandwich, also Toastscheibe, Schinken, Toastscheibe. Stell mal vor, man hat Schinken mit Senf. Ich liebe Senf. Und da entfaltet sich alles. Es wird einfach mal eine Köstlichkeit. Und auch noch ein Stück Käse dazu. Eine Schinkenkäse-Senfbrot. Und das ist, was ich hier da drüben habe. Da kommt der Sherry-Moment dazu und da ist einfach mal richtig nett. Hier ist die pure Erfahrung. Hier bei Light ist wirklich einfach Highland Park pur, leicht, hell, einfach filigran, sehr schön. Ich persönlich bevorzuge in diesem Moment der Highland Park mit der Sherry-Moment, diese Einfluss davon. Und was wirklich hier so schön ist, dass es kein Sherry-Bombe. Das ist kein Sherry-Monster. Der Sherry ist dort, der ist sehr spürbar, aber er übertrumpft nicht alles. Man kriegt immer noch Heidekraut, man kriegt immer noch Honig, man kriegt immer noch alles andere dazu und der ist richtig, richtig gut geraten. Also, wenn ich das hier ein 2 gebe, kann ich das höchstens ein 2 minus geben. Der ist immer noch gut, aber der ist besser. Ich mach The Dark. Wow, wer hätte gesagt? Ich mach den Preis aber nicht. 179 Euro. Also ich habe das hier ein 2, glaube ich, gegeben und ein 3 minus. Das kriegt hier ein 2 minus minus von mir aus und das kriegt sogar ein 3 minus minus, 4 plus plus. Also 179 ist viel zu viel für das, was geboten wird. Da fehlt was für mich. Ja? Ich bin sicher, dass Highland Park die 28.000 Flaschen im nächsten Jahr verkauft werden. Ich bin sicher, dass diese Flaschen auf Auktion landen werden und da ein Preis einfach 100 Euro mehr dafür auch verlangen werden und die Mitarbeiter, die das so gemacht haben oder die Menschen, die es so gemacht haben, werden ihr 100 Euro dann da kriegen. Denn 17 Jahre alte Einzelfass-Abfüllungen, Einzelfass ist das nicht, 17 Jahre alte Limited Editions sind halt eben Sammlerstücke und da sollte man schon die aufreißen und genießen und probieren. Gut, WhiskyJason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Meine Frage des Tages ist, welcher Highland Park gefällt euch am besten? Also bisher muss ich ehrlich sagen, dass der The Dark
der 17 Jahre alte Highland Park mir am besten von allen, was ich bisher vom Highland Park hatte, gefallen hat. Der 18 Jahre alt ist okay. Der Orkney Cask, 18 Jahre alt, ist besser. The Light, wie ich sagte, ist ein bisschen zu filigran. Der 12, nicht meins. Und viel, viel mehr habe ich nicht bisher da vom Highland Park gehabt. Ich werde mich immer wieder auch hineinarbeiten. Ich habe es ganz bewusst bisher ein bisschen vermieden, wegen Rauch und so weiter. Aber jetzt bin ich auf den Moment gekommen, wo ich sage, du, gut gemacht. Echt, Jungs, gut gemacht. Also danke nochmal Martin für diese 2 Samples. Auch auf der Hanse Spirit haben wir uns da getroffen. Und ich möchte euch einfach mal bitten zu liken, zu abonnieren, falls noch nicht. Auf meine Sample-Liste zu schauen. Die beiden kommen dahin. Und dann auch auf meine Amazon-Liste dann zu schauen. Irgendwas anderes kaufen hilft immer. Danke, danke, danke. Immer 17:30 Uhr ein Video und dann am Sonntag um 21 Uhr Livestream. Also mit einem Gast, deutschsprachig. Okay, vielen Dank. Bye, bye.